Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen, seid mir alle herzlich willkommen. Heute muss ich mal eine kleine Erweiterung machen, und zwar habe ich mir so vor ungefähr 3 Jahren, ich verlinke hier oben irgendwo das Video dazu, wie ich das gebaut habe. Und zwar habe ich mir hier Schubkästen gemacht, um Schrauben unterzubringen. Das heißt, das sind solche Kästen, wo die Schrauben drin sind, mit der Größe halt einfach für rauszuziehen. So, das Teil ist aber jetzt zu klein, und zwar hier hinten in der Ecke. Da möchte ich gerne noch etwas zusätzlich bauen. Und zwar habe ich bis jetzt nochmal, um das zu zeigen, die Kästen so gemacht in der Mitte mit einer Unterteilung. Das heißt, ich kann hier Schrauben von maximal 10 cm Länge, also 100er Schrauben, reinlegen. Ich will aber in der Ecke hier hinten die Schubkästen länger machen und da auch längere Schrauben reinmachen. Und das machen wir jetzt. Zunächst einmal habe ich mir hier so eine 18 mm Buchenplatte besorgt, Leimholz. Die ist 400 x 800 mm lang und die soll dann hier so in die Ecke rein. Das Ganze soll hier abgeschrägt eingebaut werden. Jetzt habe ich aber das Problem, dass hier die hintere Wand nicht winklig läuft. Da läuft das dann weg. Und das sind schon gut 3 cm, die Wand hier wegläuft. Und das muss ich natürlich ausgleichen. Um jetzt hier den exakten Winkel zu bekommen, habe ich hier eine sogenannte Schmiege. Meine ist noch ein richtiges Altertümchen. Damit kann man jetzt den Winkel halt einstellen. Und das machen wir folgendermaßen. Ich habe jetzt hier eine Wasserwaage, die lege ich an der Wand an und lege die Schmiege genau hier an, so dass dieser Winkel hier stimmt. Also dass ich das hier anlege und dass der Winkel so stimmt, und drehe das fest. Damit habe ich jetzt hier genau einen exakten Winkel, der das hier so überträgt. Diese hintere Kante möchte ich hier abschneiden, deshalb lege ich mir hier diese Schmiege an, verlängere den Strich hier, so dass ich hier auf die Kante komme. So, und zeichne mir dann hier die Schräge an. Ich habe mir jetzt hier eine Schiene festgemacht und dann schneiden wir das mal mit der Tauchsäge. Kleine Probe. Ja, das passt hier hinten ganz genau. Hier ist das winklig, das Ganze. Und jetzt muss ich hier an diesem Holz mir eine Markierung machen. Bis hierhin soll das Holz gehen. Und das muss ich mir jetzt hier auf jeden Fall erstmal abschneiden. Hier habe ich jetzt das Brett reingesetzt. Es klemmt ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Jetzt muss ich natürlich dieses Brett hier abschneiden. Und das mache ich mit dem Multischneider. Damit kann man ganz super hier jetzt entlang schneiden. So, einmal hier rausgeschnitten, dann kann man das Brett rausnehmen und das kommt dann hier hinein. So, jetzt fragt sich natürlich manch einer, warum hat er das überhaupt abgeschnitten? Er hätte doch das hier losmachen können. Nein, kann ich nicht. Hier oben habe ich dieses Brett und der Schrank, der hier oben drüber festgemacht ist, der ist hiermit verbunden. Also ich bekomme das nicht so ohne weiteres auseinandergebaut. Deshalb muss ich hier unten das Brett abschneiden und dieses Brett neu reinsetzen. Hier habe ich das Ganze jetzt mal grob vorgebaut. Ich habe mir hier passende Bretter zurechtgeschnitten. Die in der Ecke sind natürlich etwas länger, weil wir hinten durchgehen sollen. Da sollen ja längere Schubkästen rein. Und jetzt muss ich in diese Bretter halt hier diese Art von Nut reinschneiden, beziehungsweise die fräse ich mir dann jetzt mit der Oberfräse
da hinein. Um so eine Führung für diese Kästchen zu haben, habe ich jeweils hier rechts und links mit einem 8 mm Fräser hier diese Nuten reingefräst. Das Holz hier ist eigentlich 6 mm dick und so hat das ein bisschen Spiel, kann prima da drin laufen. Das ist jetzt nur provisorisch hingestellt und so hatte ich mir das Ganze vorgestellt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir auch mal hier jetzt diese Kästchen. Kommen wir zum Bau der Schubkästen. Und zwar brauchen wir hier einmal, das ist alles 6 mm dick, da brauchen wir einmal 240 x 100 mm, zwei Stücke 210 x 60 mm und drei Stücke 60 x 75 mm. Wie gesagt, alles 6 mm dick. Und das klebe ich mir einfach zusammen. Ich habe mir vorher hier mein Streichmaß auf, ich glaube das sind 4 mm eingestellt, damit ich hier einen exakten Abstand habe. Mittlerweile habe ich diese 4 Bretter hier hier draufgestellt, von unten drunter verschraubt, sodass man das schön hier bewegen kann. Das drehe ich jetzt mal verkehrt herum hier hin, damit ich hier eine gerade Auflagefläche habe und weiß, wie weit das hier vorne überstehen muss. So, jetzt messe ich hier an der Seite. Das sind 31. Hier habe ich das Brett. Da zeichne ich mir 31 an. An der linken Seite habe ich bei mir 36, das zeichne ich mir auch hier an. Und diese Schräge, die verbinde ich dann. Und das musste jetzt das große Fach sein. Wie gesagt, das kommt hier rein und das schneide ich mir jetzt erstmal hier ab. Nachdem ich jetzt dieses Unterbrett schräg abgeschnitten habe hier an der Kappsäge und habe mir den Winkel hier eingestellt, lasse ich diesen Winkel erstmal stehen. Und zwar habe ich dann hier hinten mir 2 Bretter zurechtgeschnitten, die also hier und hier hinkommen. Was natürlich fehlt, ist hier hinten diese Schräge. Die möchte ich mir gerne da dran machen. Hier habe ich es schon gemacht, aber ich zeige euch mal, wie ich das überhaupt gemacht habe. Da ich ja wie gesagt hier diesen Winkel schon eingestellt habe, schneide ich einfach hier hochkant ein Stück von dem Brett ab. Und das ist genau die Schräge, die ich brauche. Das sind die beiden Seitenteile, die sind ja ein bisschen länger. Wie gesagt, hier ist die Schräge dran, das passt genau hier zu der Schräge. Das sind die Mittelteile, die setze ich mal dazwischen und klemme das Ganze erstmal provisorisch mit einer Schraubzwinge fest. So, damit ich auch hier hinten denselben Abstand habe, kommt hier auch ein Plättchen dazwischen. Und damit habe ich jetzt hier den gleichen Abstand. Wenn ich das auf das Holz draufsetze, mit ein bisschen Überstand, passt das hier hinten ganz genau. Da sieht man hier, ich habe das Holz verkehrt rum angebracht. Das muss so rumgedreht werden. So, und damit passt hier dieser Winkel hier hinten ganz genau dran. Jetzt habe ich ja eben hier auch diese Schräge dran geschnitten. Das passt dann hier genau zwischen. Ich zeichne mir dann hier an, wo ich das absägen muss. Und genau in diese Richtung schneiden wir das an der Säge, an der Kappsäge wieder ab. Und dann sollte das eigentlich, ja, tut es auch, genau da reinpassen. Genau mit der Schräge schließt das ab und dann kann man das Ganze verleimen. Das hier, wie gesagt, ist nur ein Hilfsbrett, das kommt nachher raus.
In der Zwischenzeit habe ich die senkrechten Hölzer festgeschraubt, außer hier hinten dem Endstück. Und zwar soll hier oben drauf eine Platte. So soll das dahin. So, damit ich hier noch etwas hinlegen kann. Noch eine kleine Ablage oder sowas. Darum ist auch, wie gesagt, dieses Seitenholz noch nicht fest. Und ich möchte gerne die Platte in diesem Holz versenken. Genauso wie ich jetzt hier die Nuten reingemacht habe, mache ich mir hier eine Nut rein, um dieses Brett da drin zu versenken. Die Schubkästen werden ja hier unten drunter, packt man die und zieht die raus. Deshalb musste ich hier unten etwas Luft lassen. Jetzt möchte ich allerdings nicht, dass hier der ganze Staub und Dreck reinzieht. Deshalb mache ich diese Klötze, die klebe ich jetzt hier einfach mal da unten drunter rein, damit das Ganze schön dicht ist. Auch bei den anderen Kästen habe ich einfach hier die Ecken rund gemacht, damit man sich hier nicht verletzen kann. Das machen wir jetzt hier auch mit allen Kästchen. Das Brett hier oben drauf, das ist gut und schön, aber hier habe ich eine scharfe Kante und das gefällt mir nicht. Ich möchte das hier halb rund wegschneiden, genauso wie ich später hier unten das wegschneiden will. Muss allerdings hier unten noch erst das kürzen, damit das abschließt mit diesem Brett. Also nehmen wir das mal raus und schneiden hier eine Rundung. Diese Rundung kann man natürlich jetzt ganz mit dem Zirkel und was weiß ich nicht alles machen. Ich nehme einfach irgendeine Dose, setze die hier drauf, zeichne mir das an und schon habe ich meine Rundung hier angezeichnet. Und das sägen wir dann einfach mit der Stichsäge rund. Jetzt habe ich ja hier an meinem vorherigen Schubkästen einen 3 cm breiten Überstand. Den möchte ich natürlich gerne auch hier machen. Ich habe mir das auch schon angezeichnet. Hätte man natürlich als erstes schneiden müssen, bevor diese ganzen Aufbauten, bevor ich die festgeschraubt habe. Aber egal, die schneide ich mir jetzt erstmal grob an der Tischkreissäge zurecht und den Rest mache ich dann mit der Stichsäge. So sieht das geschnittene Teil jetzt aus. Hier ist wie gesagt der Deckel drauf. Hier unten habe ich noch ein Holz als Seitenteil drunter gemacht. Das müssen wir allerdings, das zeige ich gleich. Das verbinden wir noch miteinander, das obere und das untere Holz. Aber so an sich ist es jetzt eigentlich schon fast fertig. Hier machen wir jetzt unten drunter dieses Brett hier mal fest. Dafür habe ich mir jetzt hier mit einem 6 mm Bohrer schon 4 Löcher reingebohrt, die durch das Unterbrett und das Seitenbrett durchgehen. Dann habe ich hier so eine 6 mm Holzdübelstange, die kommt da rein. Und auch hier nehmen wir wieder unsere Metallspitzen und setzen die einfach da rein. Das Brett hier setzen wir dann einfach schön gerade an und drücken es fest. Und dadurch haben wir dann hier die Löcher drin, die wir jetzt gleich aufbohren. Die Löcher passen jetzt genau übereinander. Und als erstes machen wir uns hier mal, ich habe mir von diesen 6 mm Stäben knapp 5,5 cm abgeschnitten. Und zwar ist mein Bohrer hier, der ist 3 cm tief, hat der reingebohrt, also ein bisschen Luft. So, und dann passen ja hier die Löcher, hoffe ich, zumindest genau da rein. Bei meinen alten Kästen habe ich mir unten eine Nut reingemacht, damit ich diese Kästen besser hier rausziehen kann. Das ist jetzt hier glatt unten drunter, man muss das festhalten. Also hier fräse ich mir jetzt eine Nut rein, damit ich das besser packen kann.
Hier habe ich ja überall diese Metallteile dran. Ich verlinke euch das Ganze mal unten drunter, wenn ich noch die Adresse finde, wo ich das her habe. Und zwar kommen dann hier diese Papierplättchen rein, wo die Größe drauf steht. Und genau das will ich hier auch machen. Hier habe ich schon mal 2 vorgemacht. Das mache ich folgendermaßen. Ich habe mir hier das Streichmaß parat gemacht und das lege ich dann hier, kann man das sehen, hier an, um einen Anschlag zu haben. Natürlich sind mir diese Beschriftungsmetallteile ausgegangen. Mir fehlen noch genau 4 Stück. Muss ich mir neu besorgen. Wie gesagt, wenn ich die Adresse finde, veröffentliche ich das alles unten drunter. Genauso wie alle Maschinen, Werkzeuge und so weiter, die ich so, oder fast alles, was ich so benutze. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sage ciao, bis demnächst. Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen.